Das SARS-CoV-2-Virus wird nie wieder von der Erde verschwinden. Es macht uns krank, alle Organe können davon betroffen sein, bis hin zum Tode. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja? Die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebes Händewaschen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Hygienetag. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hygienetag. Happy Birthday to you. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Für die Probenentnahme wird der Tupfer in den Mund genommen und 30 Sekunden wie ein Lolli gelutscht. Dabei bitte nicht auf dem Tupfer herumkauen. Guarda l'umanità, guarda l'umanità, guarda l'umanità, guarda l'umanità, guarda l'umanità. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Guarda l'umanità, guarda l'umanità, guarda l'umanità, guarda l'umanità, guarda l'umanità. La nostra cultura moderna, che alla conoscenza esatta delle cose vorrebbe consegnare praticamente tutto, l'apparizione di questa nuova ragione cinica che somma conoscenza e responsabilità è un contraccolpo durissimo. Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo un mercato scientificamente selettivo della salute. Deutschland
und ganz Europa ist von der schwersten Pandemie seit über 100 Jahren betroffen. Das wollen wir beenden und das werden wir beenden, denn es gibt sie, die frohe Weihnachtsbotschaft. In diesem Moment sind LKWs in ganz Europa, in ganz Deutschland, in alle Bundesländer unterwegs, um den ersten Impfstoff auszuliefern. Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Impfstoff, 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 Impfstoff. Jetzt ist er da, jetzt ist er da. Und wir müssen nur zugreifen, nur zugreifen. Impfstoff, 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 Impfstoff. Impfen, 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 impfen. Impfen, 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 impfen. Ungeimpft. Impfstoff. Impfen. Wir haben noch genug davon, ich besorge noch mehr. Wir haben noch genug davon, ich besorge noch mehr. Wir haben noch genug davon, ich besorge noch mehr. Wir haben noch genug davon, ich besorge noch mehr. Ungeimpft. Ungeimpft. Ungeimpfte. Ungeimpft. Ungeimpft. Lassen Sie sich impfen. Nebenwirkungsfrei. Ungeimpft. Lassen Sie sich impfen. Nebenwirkungsfrei. Ungeimpft. Dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Deshalb bitte ich alle, die sich noch nicht haben impfen lassen, dringend, überlegen Sie es sich noch einmal. Weltweit haben unzählige Experten stichhaltige und vielfach überprüfte Antworten auf alle Fragen, auf alle Zweifel, auf alle Ängste. Bis auf ganz wenige Ausnahmen vielleicht. Ungeimpft. Und was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Ungeimpft. Die Pandemie der Ungeimpften. Die Pandemie der Ungeimpften. Die Pandemie der Ungeimpften. Die Mehrheit der Bevölkerung hat längst begriffen, dass es sich bei den radikalisierten Impfgegnern um Verfassungsfeinde handelt, die den demokratischen Staat ablehnen und für rationale Argumente nicht mehr empfänglich sind. Ungeimpft, 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 ungeimpft. Damit diese ich sag's mal wirklich, diese dummen Menschen keinen negativen Effekt auf den Impfstatus unseres Landes haben. Und wer sich nicht impfen lässt, der hat dann also nicht einfach eine andere Einstellung, sondern der hat sich schlecht informiert und ist einfach dumm. Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften. Ungeimpften. Sich nicht impfen zu lassen, ist wie betrunken Auto zu fahren. Wenn er diese Angebote nicht annimmt, gefährdet er. Er gefährdet sich und nach wie vor auch andere. Wir können mit 2 kleinen Peaks, die der Staat umsonst zur Verfügung stellt, können wir aus dieser Endlosschleife rauskommen. Denn darüber gibt es gar keinen Zweifel. Man kann das ganz konkret sehen, dass heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. Aber es muss natürlich schon so sein, dass jeder weiß, wenn er sich als Nicht-Geimpfter irgendwo hingeht, dann muss er das Risiko haben, dass es rauskommt. Und dann hat es natürlich auch mit Strafen zu tun, die wir ja auch noch mal wieder in einem Bußgeldkatalog erheblich verändert haben. Es gibt keinen Anspruch auf Restaurantbesuch. Wir wollen auch ein digitales Impfzertifikat haben. Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und Ungeimpften. Wir brauchen dringend 2G-Regeln in diesem Land. Flächendeckend, nicht nur in Baden-Württemberg. Aber auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte? Ja, absolut. Ja, absolut. Bedenken Sie auch, so manches wird unbequem für Sie werden, wenn Sie sich nicht impfen lassen.
Man könnte die Pensionszahlung, die Rentenzahlung oder eben den Zutritt zum Arbeitsplatz abhängig machen von der Vorlage eines Impfnachweises. Bei Bus und Bahn ist natürlich das Problem, dass die Menschen ja auch zur Arbeit kommen müssen. Aber wenn sie auch an der Arbeit ungeimpft nicht mehr arbeiten können, brauchen sie auch keinen öffentlichen Personennahverkehr mehr, um dahin zu kommen. Wir müssen dringend dafür sorgen, zu identifizieren, wer ist noch ungeimpft. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Erstens eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Und Sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung Sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Botschaft sendet den Ungeimpften. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Wenn ich draußen jetzt noch rumläufe und erwischt werde, muss ich 500 € zahlen. Im Kern ist die Gruppe, die jetzt gefährdet ist, von den 50- bis 80-Jährigen, die sind alle ungeimpft, die sind alle ungeschützt und die werden sterben. Die werden sterben, die werden sterben, die werden sterben. Völlig unproblematisch. Wenn die Leute wüssten, das kostet 5.000 € ungeimpft zu sein bis in 4 Wochen, dann hätten wir 98% Impfquote. Und die übrigen 2% können wir uns in Ruhe drum kümmern. Aber eins muss man auch deutlich sagen. Wer seinen Körper nicht schützt, obwohl er sich über die Impfung einen besten Eigenschutz organisieren kann, der wird nicht damit rechnen können, dass er in seinem Heimatbundesland, jedenfalls wenn er aus Thüringen ist, am Ende ein Krankenhausbett bekommen kann. Ungeimpft. Man hat keine Kraft mehr, man will sich die dummen Argumente auch nicht mehr anhören und die tun einem einfach nur leid. Und dass sie sich eben mehr oder weniger ausgeschlossen sind vom öffentlichen Leben. Mhm. Wäre das dann vereinbar mit unserem Grundgesetz? Ja. Was meinen Sie mit strikter Quarantäne, also dass dann Menschen, die ungeimpft sind, nicht mehr das Haus verlassen dürfen? Rechtsbrecher sind diese Leute. In Handschellen sollte man sie zur Zwangsimpfung führen. Wir hätten viel früher diese Konsequenz im Umgang mit ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern an den Tag legen müssen. Ich möchte dich heute sehen. Ich will dir gegenüberstehen. Viel zu lang war die Zeit. Wir werden tun, was notwendig ist. Es gibt da keine roten Linien. Dass die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden, das ist meine Aufgabe. Am wichtigsten ist doch, jeder kann und sollte sich impfen lassen. Darum geht es mir. Ich möchte, dass wir bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Impfungen in die Oberarme kriegen. Wissen Sie, ich glaube ja nicht so an die Wissenschaft, weil die glauben auch nicht an mich. Auf der anderen Seite komme ich ja viel rum und habe gerade in dieser Zeit eine Menge Sozialkontakte. Da gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und hole mir eine Boosterimpfung. Das wirkt nämlich, auch wenn man nicht dran glaubt.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich schwöre es. 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 Eine kleine, extremistische Minderheit in unserem Land hat sich von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unserem Gemeinwesen und unserem Staat abgewandt. Nicht nur von Wissenschaft, Rationalität und Vernunft. Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen. And then at that point, we didn't really understand the fatality rate. We didn't understand that it's a fairly low fatality rate and that it's a disease mainly of the elderly, kind of like flu is, although a bit different than that. Sadly, the virus itself, particularly the variant called Omicron, is a type of vaccine. That is, it creates both B-cell and T-cell immunity. And it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines. Sadly,